Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr mit Sicherheit gerade feststellen konntet, bin ich nicht in meiner gewohnten Umgebung, was daran liegt, da ich mich jetzt noch derzeit im Sommerurlaub befinde. Und ja, nimmt mir das vielleicht auch nicht ganz so übel, falls die Lichtverhältnisse oder Tonverhältnisse nicht ideal sind. Es liegt einfach daran, dass ich nicht mein komplettes Equipment mitnehmen kann, da das so viel Platz einfach im Auto wegnimmt. Dieses Jahr haben wir uns dazu entschlossen, mehrere Orte an der Ostsee zu besuchen. Und den ersten Ort, den wir besucht haben, will ich euch mal gerne vorstellen. Und das ist die Halbinsel Hell. Wer eventuell letzte Woche schon meinen Livestream von der Halbinsel Hell gesehen hat, hat vielleicht schon mal den ein oder anderen Eindruck davon bekommen, wie schön es dort ist. Trotzdem habe ich mich nochmal dazu entschlossen, ein Video auch nochmal zusammenzuschneiden und euch vielleicht nochmal hier und da das ein oder andere zu zeigen, was ich euch vielleicht im Livestream noch nicht zeigen konnte. Ich werde gleich das Video abspielen. Ich werde gleich irgendwo unten rechts, wahrscheinlich irgendwo in der Ecke zu sehen sein und werde immer berichten, was wir dort gerade auf den Bildern sehen. Dann würde ich sagen, starten wir auch schon los. Wir befinden uns gerade auf der Halbinsel Hell und ich muss wirklich zugeben, dass die Halbinsel Hell zu meinen Lieblingsorten zählt, wenn es um die Ostseeorte hier in Polen geht. Und warum es so ist, das werdet ihr jetzt sehen. Ja, hier fangen wir jetzt im Prinzip an. Hier startet schon mehr oder weniger die Promenade. Die Promenade auf Hell besteht aus zwei Teilen, würde ich jetzt mal sagen. Eine ist mehr oberhalb und eine mehr unterhalb, die an der Bucht entlang geht. Das werden wir aber gleich auch noch sehen. Und was auch so charakteristisch für Hell ist, was wir jetzt auch gerade gesehen haben, ist ein Fischerhaus aus 1890. Und ja, wenn wir auch mal gleich schauen, wenn ich da lang gehe, links und rechts, da sind sehr viele Häuser, die auch so ein bisschen noch älter sind. Das sind halt diese alten Fischerhäuser. Mir persönlich gefällt das sehr. Das sind zum Teil auch noch ältere Häuser. Also ich habe da teilweise Häuser aus 1844 gesehen. Also wirklich, wirklich große Historie steckt dahinter. Hier haben wir ein Restaurant Gutta, sehr zu empfehlen. Wer nicht dort war, sollte da schleunigst reingehen, nur ein bisschen Wartezeit mitbringen, denn da ist immer eine Schlange. Die Promenade von Hell besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Wir haben einmal den oberen Teil der Promenade, den wir gerade gesehen haben, und jetzt gehen wir mehr zum spannenden Teil, und zwar zum unteren Teil der Promenade, welcher direkt an der Bucht liegt. Und da gibt es sehr schöne Restaurants und andere Attraktionen, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Wir haben da auch diese kleinen Autos, die da immer lang fahren. Die kann man sich buchen, also buchen in Anführungsstriche. Und ja, die machen dann mit einem so eine Stadtführung durch Hell. Ob sich das jetzt lohnt oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe das noch nie gemacht, aber die Halbinsel Hell bzw. die Stadt Hell ist so klein, dass man eigentlich alles zu Fuß erreichen kann. Und ja, aber wenn ihr mal da seid, probiert das mal aus. Könnt ihr mir mal in den Kommentaren hinterlassen, wie so ein kleines Auto dort ist, welches euch durch die Stadt bringt. Ja, und wie ich gerade gesagt habe, sind wir hier jetzt unterhalb der Promenade. Man sieht, da haben wir Neptun, die Neptun-Statue. Die wurde, glaube ich, im Jahr 2000 oder 2020 oder 2021 dort hingestellt. Ist relativ neu. Also man muss sagen, die Promenade überhaupt unten, die wurde, ich glaube, erstmal auch letztes Jahr komplett fertig gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir sehen auch immer unten an der Promenade, wenn man jetzt unten links drauf schaut, immer so Wandbilder, nenne ich das jetzt einfach mal, Wandbilder unten. Sehr schön auf jeden Fall. Ja, da haben wir auch sofort den kleinen Strand an der Bucht. Ja, alles, was da jetzt so grün ist, das war, ich meine, vor 2 Jahren war das alles noch gar nicht. Nee, das ist alles letztes Jahr neu gemacht worden. Wir wollten letztes Jahr schon auf Hell fahren, haben es aber nicht gemacht. Eben aus dem Grund, weil wir gewartet haben, bis es dort fertig ist, damit wir auch alles schön genießen können. Ist aber sehr schön dort, sehr schön. Und das ist das Tolle, man hat hier die Restaurants auf der rechten Seite und dann den Strand mit der Bucht auf der linken Seite. Im Prinzip haben wir jetzt auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal gerade ausschaut in den Horizont hinein, haben wir im Prinzip Gdynia und Danzig auf der anderen Seite. Kann man ganz leicht erkennen. Ja.
Nur damit ihr so eine Orientierung habt, wie das dort ist. Wo das dort ist. Entschuldigung. Hot Dogs kann man auch kaufen. 15 Zloty, ein Hotdog, wer Lust hat. Aber da gibt es auch guten Fisch, wer Fisch mag. Sowieso, wenn man am Hafen ist, sollte man, glaube ich, eher Fisch essen, wenn man Fisch isst. Ein Fokaren gibt es dort auch, also ich weiß gar nicht, wie man jetzt Fokaren übersetzen kann, ein Robbenhaus, wo man sich Robben anschauen kann. Und hier auch Słodka dziupla. Interessante Geschichte. Meine Frau hat auf den ersten Blick gelesen, Słodka dziura. Die Polen, die werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen grinsen. Und hier auch nochmal ein kleiner Hinweis, was hier so aufgestellt wurde, halt ein Müllfisch, welches symbolisieren soll, dass man den Müll nicht ins Meer schmeißen soll. Das ist jetzt ein Teil vom Strand, vom kleinen Strand, also im Prinzip von der Bucht aus. Wir sehen natürlich später auch noch den größeren Strand. Dann seht ihr mal, wie schön es dort ist am großen Strand. Aber auch da. Und mal abgesehen von den beiden Promenaden und den Strand an der Bucht, gibt es hier auch noch sehr schöne Aussichtspunkte. Das ist auch etwas, was ich im Livestream gezeigt habe. Falls ihr den nicht gesehen habt, könnt ihr das auch mal nachträglich nochmal machen. Dann seht ihr auch nochmal, wie schön diese Aussichtspunkte dort sind. Kann man wirklich sich einfach nur hinsetzen und genießen. Schöne Aussicht, sehr schöne Aussicht. Auch zum Sonnenuntergang, sehr schön, sehr schön. Man hat da ungefähr, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal so schätzen, 150 bis 200 Meter, die man da laufen kann. Und dann hat man so, ich glaube, 3 diese Punkte, wo man sich reinsetzen kann und einfach rausschauen kann aufs Meer hinaus. Hier haben wir den Leuchtturm von Hell aus Bernstein gebaut. Ist auch neu. Ich meine, wo ich zum ersten Mal vor 3-4 Jahren auf Hell war, da gab es das noch nicht. Jetzt sind wir ein bisschen am Hafen. Auf der linken Seite, was wir gerade gesehen haben, ist der Fischerhafen. Wo wir jetzt auch gleich lang gehen, ist der Yachthafen. Also im Prinzip, es ist ein Hafen, aber so die eine Seite ist für Fischer und die andere Seite für Yachten. Genauso ist das ein bisschen aufgeteilt. Hier ist das auch, also wir sehen ja jetzt auf der linken Seite den Yachthafen, auf der rechten Seite haben wir dann ja im Prinzip die Wellenbrecher auch und dann hat man auch eine sehr schöne Aussicht. Hier fährt auch eine Fähre von Hell nach Danzig, 2 Seiten, also für Hin- und Rückfahrt zahlt man 155 Zloty pro Person. Ich glaube, das Schiff, was wir da gerade gesehen haben, ist auch eins der Schiffe, was von Hell nach Danzig fährt. Ja, genau. Hier sehen wir auch noch mal unten diese Wandbemalung. Ja. Und genau, und dann sehen wir jetzt auch gleich, dass hier, ich glaube, das ist ein bisschen so die Geschichte von Hell ist da aufgemalt. Ich vermute mal, dass es die Geschichte von Hell ist. Wenn da einer mehr Informationen dazu hat, kann es mir gerne mal in den Kommentaren hinterlassen. Ja. Aber sehr schön, sehr, sehr schön, echt. Also ich kann wirklich Hell jedem empfehlen, wer noch nicht da war. Die beiden Promenaden, die Bucht, Aussichtspunkt und Hafen war jetzt nur eine Seite von Hell. Jetzt zeige ich euch mal die andere Seite, wo es auch noch ganz viel spannende Sachen zu sehen gibt. Im Prinzip sind wir jetzt von diesem ganzen Hauptpunkt weg und gehen jetzt in Richtung Strand. Um genauer zu sein, gehen wir jetzt in Richtung Zipfel von der Halbinsel. Dann seht ihr auch mal, wie es dort aussieht. Und wir sehen jetzt auch noch mal auf der rechten Seite diese ganzen Wellenbrecher. Und wenn die Wellen sind und die gegen die Mauer schlagen, dann kriegt man teilweise auch noch Wasserspritze ab. Also manchmal ist das Meer wirklich sehr unruhig.
Hier auch nochmal ein Denkmal, Początek Polski. Was auch sehr bekannt in Hell ist, wir haben überall immer solche Stationen wie hier. Hier haben wir jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, was das dort war, aber im Wald zum Beispiel, wie wir jetzt auch gerade oder gleich sehen werden, auf der linken Seite haben wir im Wald, auf der rechten Seite haben wir das Meer und im Wald haben wir sehr viele Bunker auch. Ne? Also es gibt auch extra Karten dafür, dass man auch die ganzen Bunker besuchen kann. Ne? Also wer sage ich jetzt mal, sich für Historie interessiert, für den ist Hell auf jeden Fall auch was, weil da gibt es auch sehr, sehr viel zu sehen. Sehr viel, echt. Also gibt es auch ein Kriegsmuseum. Ja. War ich auch drin vor, ich glaube, 2 Jahren. Wirklich empfehlenswert. Geht dort rein, wenn ihr euch für dieses Thema allgemein interessiert. Und ja, hier sind wir jetzt im Prinzip an der Spitze von Hell, am Zipfel, am kompletten Zipfel. Dann seht ihr auch mal, wie es dort aussieht. Ich glaube, man sieht das vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund. Jetzt, wo wir ein bisschen mal so jetzt mal in den Horizont schauen, dann sehen wir ein bisschen so, so eine Skyline, nenne ich das jetzt einfach mal. Das wird Danzig sein. Und wenn die Skyline aufhört, ist im Prinzip das offene Meer. Dann sieht man das, dass wir im Prinzip jetzt an der Spitze sind. Sehr schön. Natürlich hat Hell auch einen Leuchtturm. Der ist, glaube ich, 41,5 Meter hoch, meine ich jetzt. Aber die Plattform, bis wohin man gehen kann, ist 39 Meter, ist klar, weil dann haben wir da noch ein bisschen die Kuppe. Also das heißt, die Lampe ist bei 39 Meter ungefähr. Aber der ganze Turm ist 41,5 Meter. Man muss auch eine gewisse Größe haben. Ich glaube, man muss mindestens 1,20 Meter sein, um dort reinzugehen. Warum das so ist, keine Ahnung, aber neben dem Eingang ist so ein Aufsteller, dass Kinder sich dort hinstellen können, um zu schauen, ob die dort rein dürfen. Genau, also was ich auch schon gerade angesprochen habe, Wald haben wir dort auch. Die sind, ja, im Prinzip sind Waldwege benötigt, um zum Strand zu gelangen. Also das ist sehr oft eine Voraussetzung, dass man durch den Wald laufen muss, um an den Strand zu gelangen. Und hier jetzt einfach mal so ein Beispiel, mitten in der Saison, ich glaube 12 Uhr mittags bzw. 13 Uhr so ungefähr, und schaut euch an, wie leer der Strand ist. Das ist echt schön, man hat Platz, man kann sich hinlegen und wirklich einfach nur genießen. Man muss sich nicht um einen Platz boxen. Hier auch nochmal vielleicht, um die Frage zu beantworten, dürfen Hunde am Strand in der Saison? Es ist kein Hundestrand, aber wir haben auch Hunde mitgenommen. Meine Eltern waren da, top durch, kennt der ein oder andere von älteren Videos. Und ja, solange sich der Hund benimmt, gibt es dort auch wirklich keine Probleme. Zumindest haben wir das nicht erlebt. Da gehen auch andere mit Hunde spazieren, also wirklich ohne Probleme. Sehr schön. Schaut euch an, wie viel Platz dort ist. Man kann es wirklich dort genießen, einfach nur liegen und einfach nur das schöne Wetter genießen, ins Meer gehen, baden gehen. Genau. Ich habe noch einen leichten Sonnenbrand auf Hell geholt. Ja. Einen ganz leichten. Sehr schön, wirklich. Sehr schön. Die Aufnahme hat meine Frau gemacht. Von der Düne aus. Sehr schön. Ja, das war das Video zu Hell. An erster Stelle würde mich wirklich interessieren, ob jemand von euch schon mal auf Hell war. Wenn ja, kann es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, um was er von der Halbinsel Hell hält. Ich war auch übrigens Bernstein suchen, was man auf Hell sehr gut machen kann. Zwar ist die Zeit nicht ideal dafür, denn der Winter ist eigentlich besser. Und schaut mal, ich habe hier was gefunden, beziehungsweise das hat meine Frau gefunden. So ein ganz gutes Stück Bernstein. So kann man das erkennen. Ja, der Autofokus kennen wir. Und das ist ein Stück, was ich gefunden habe. Hier ist auf jeden Fall auch Bernstein. Ich habe so eine extra Lampe, womit man dann leuchten kann, also eine UV-Lampe. Und dann habe ich hier Bernstein gefunden. Hier habe ich auch noch ein paar
kleinere Steine gefunden. Ja. Also wie gesagt, deine Meinung zum Hell würde mich wirklich sehr interessieren. Mir gefällt Hell wirklich total. Es ist ein sehr schöner Ort. Was ich da so toll finde, es ist ein kleiner Ort. Ich nenne das jetzt einfach mal einen kleinen Ort, kompakt, hat 2 Strände. Einmal den Strand zur See, zur Ostsee hinaus und einmal eins an der Bucht, wo es auch natürlich ein bisschen voller ist. Die Promenade finde ich auch sehr schön, die Aussichtspunkte. Ich finde, Hell ist einfach so ein Ort, wo es alles gibt und es ist sehr kompakt in einem gehalten. Ja, aber es ist auch nicht zu überlaufen. Also wir haben das ja gerade gesehen. Also wir waren da mitten in der Saison und klar, es ist voll, aber es ist nicht so voll wie in anderen Orten. Und ich finde das einfach sehr schön dort. Und deswegen, ich kann da wirklich sagen, Hell ist für mich persönlich eins meiner Lieblingsorte, wenn nicht sogar der schönste Ort an der Ostsee in Polen. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren. Falls du noch mehr Ostsee-Videos sehen willst, wirst du die auch unten in den Kommentaren sehen. Ich habe da eine Playliste. Ich weiß nicht, wie viele Videos da sind, aber ich glaube, ich habe da bestimmt schon mittlerweile 30, 40 Videos zum Thema Ostsee oder vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ja. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.